Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. So, wir wollten ja hier... Hä? Was ist jetzt los? Warum bin ich jetzt hier? Vandalismus in der Untergalerie. Am gestrigen Abend hörte Werner Vogel ein Geräusch aus der Untergalerie. Er ging nach unten, sah sich dort aber nur kurz um. Schön. Da. Ist doch hier, oder? Ja. Darf ich wieder hinlaufen? Ich dachte jetzt, ich bleib wieder hier, wo ich reingekommen bin. Naja, egal. So, da war ich ja schon. Zack. Dann gehen wir hier rein jetzt. So. You sure you don't like art, Sherry? Der Ursprung der Welt, Gustave Courbet, oder wie auch immer. Bäh. Oh. Die Erscheinung, Gustave Moreau. Wunderbar. Ich bin begeistert. Da gucken wir mal nicht hin. Bollington von hinten. Also. Mittagessen auf dem Gras, Edward Manet. Da frage ich mich halt immer, ob es die Bilder auch wirklich gibt, ne? So. Da geht's wahrscheinlich runter, ne? Gut. Gehen wir runter. AC. Raum AC Swinburne. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh Gott. A simplistic attempt at provocation. Alter, was ist hier los? Raum J. Franco. Alter, was ist das? Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Kratzer, frisch, Magnetspäne. Ne, das war's. So. Old and hasn't been used for a long time. Ja, ja. 29 Zoll. 24 Zoll. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Okay. Alles klar. A true artist never shows an unfinished piece. So, habe ich jetzt hier alles? Oh. Oh mein Gott. Das ist krank. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Scheint vor kurzem etwas bewegt worden zu sein. Händeabdruck. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Raum Wild. Okay. A Malpal butt. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Okay. Leerer Bilderrahmen. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Oh nein. Das wieder. Ist hier noch was? Nö. Aber hier ist doch noch ein Raum. Eben.
the parasites of creativity, or just a reflection of the artist's recreational interests. Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Okay. Geht das wieder los. So. Hier, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht. So. Hinken. Muss man... Nee, hinken. So. Hinken. So, das haben wir schon mal. Und hier... So. Wollen wir nicht übertreiben. Ach du Scheiße, es sind ja noch mehr. Ist das er? Nee. Ah doch. Stopp. Alt. Ja, ja. Bilderrahmen. Ich mach's einfach mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Jetzt geht das wieder los. Ne, der hat gehinkt, genau. Gehinkt. So. Ne, der andere. So, ne? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Mann, ich kann das nicht. Es sind schon wieder 5 Stück hier. 5. Wie soll das gehen? Oh. Warte mal, da muss ich nachschauen. Das blicke ich nicht durch hier. So. Wenn wir klar haben. So. Also das blicke ich nicht. Ne. Wo haben wir das denn? Muse, oder? Ja, genau. Okay. Genau, er kommt die Treppe, das da, steigt auf. Bild. Ach, steigt auf. Dann war es doch fast richtig. Toll, ist nur das eine gewesen. Ja. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. So, das Geräusch hatte der Eindringling versucht, der über die Kohlenrutschen in den Keller gelangt war. Er wartete, bis Mr. Vogel die Karawanserei verlassen hatte und begann dann mit seinem Vandalismus. Er hängte dabei die Gemälde ab und verbrannte sie. Gut. So, dann machen wir hier mal... Nö. Das da jetzt, genau. So, wir müssen reden. Ja, jetzt müssen wir mit dem einen Typen da wieder reden, ne?
Wie ist der nochmal? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich kann mir den Namen nicht merken. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Es geht um den Verfall. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Interessant. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. Der hinkende Eindringling. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Was den Diebstahl betrifft. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Bezüglich des Einbruchs. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Wo wohnt Bonifacio Mercurio? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Na toll. Was ist auf dem Gemälde zu sehen? What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story.
So, Schlüsselhinweise halten. Okay. Dann gucken wir mal. Boniface Mercurius Adresse. Mr. Vogel teilte mir mit, dass der Maler irgendwo in der Altstadt lebt, aber er weiß nicht, wo genau. Zudem erwähnte er, dass Mr. Mercurio eine bekannte Persönlichkeit ist. Also wir müssen jetzt da ins Archiv, ne? Oh Gott. Das auch noch. Okay, was haben wir hier? Eski. Okay, warte mal. Wo müssen wir denn hin? Haben wir hier irgendwo? Cordona Chronicle. Ja, irgendwo hier oder was? Da ist ja ein Buch abgebildet, ne? Was heißt denn das? Guck mal. In einem Archiv nachforschen. Ach so. Ja gut. Dann machen wir das nochmal. Gehen wir in ein Archiv. So, wo haben wir denn eins? Da ist eins. Chronicle. Gehen wir dahin. So. Cordona Chronicle, genau. Jetzt bin ich gespannt. Aber ob wir da was finden? Ich weiß nicht. So, Personengruppen. Eine bekannte Persönlichkeit ist also prominent. So. Stadtteil Altstadt. Rubrik. Anzeigen oder was? Nee. Nein, Altstadt, hallo. Ah, Schlägerei bei Gemäldeverkauf. In der vergangenen Woche erreichte sich ein neuerlicher Skandal in den sogenannten höheren Künstlerkreisen. Den Ausgangspunkt bildete eine Verkaufsveranstaltung für Gemälde unter dem Namen Tanz der Dekadenz. Der Leiter eines Verlagshauses, Daron, der Löwe Terwig, machte der gemütlichen Zusammenkunft ein jähes Ende, indem er einen Stuhl auf den als dekadent gelehnten Maler Boniface Mercurio schleuderte. Wie Mr. Terwig später zu Protokoll gab, tat er dies, weil Mr. Mercurio seinen Namen entehrt habe. An dieser Stelle möchte ich die werte Leserschaft daran erinnern, dass Mr. Mercurio mit Mrs. Terwig in einem Kaffeehaus gesehen worden war. Nach dem Stuhlwurf sprang der Orchesterdirigent Kurt Gallagher seinem Freund Mr. Mercurio zur Seite, indem er mit einem Gemälde auf Mr. Terwig einschlug. Daraufhin begann ein großes Handgemenge, in das auch zahlreiche Kunden verwickelt wurden. Nach einer erstaunlich langen Zeit der Schläge und Tritte traf die Polizei ein. Alle Haute-Volée-Schläger wurden verhaftet und für eine Woche im Gewahrsam genommen. Was war das für ein atemberaubendes Ereignis? Als Ihr treuer Kunstratgeber würde ich Ihnen an dieser Stelle vorschlagen, sich ein Souvenir von dieser Verkaufsveranstaltung zu sichern, doch leider ist sie bereits zu Ende gegangen. Dafür gibt Boniface Mercurio unseren Lesern jedoch die Möglichkeit, seine Werke bei sich zu Hause zu bewundern und zu kaufen. Der Maler lebt in der Hermes Avenue, zwischen der Scarlet Street und der Olive Street in der Altstadt. Hehe. Jetzt wissen wir es. So. Haben wir das auch. So, also wir müssen in die Altstadt. Okay, also. In der Hermes Avenue, okay. Hermes Avenue. Wo ist denn die? Ne, Altstadt, hier.
Ich gehe mal so nah hin. Hermes Avenue, Wusti. Hier ist die Hermes Avenue. Okay, wir haben sie. Da. Und wo genau jetzt? Zwischen Scarlet und Olive. Okay. Zwischen Scarlet und Olive. Ja, habe ich ja schon gemacht jetzt. Okay, dann gehen wir da hin. Dann machen wir mal Schnellreise. Da gehen wir jetzt noch hin. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Aber erst laufen wir hin. So, erst einmal da runter. So. Wo ist der? Boniface Mercurius Wohnung. Ich hab sie. Hä? Oder auch nicht? Nee, hier drüben, oder? Da. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Oh nee. Ich sag bloß, ich muss mich so umziehen jetzt. Ich wusste es. Oh nee. Wie soll das schon wieder gehen? Ich hab nix. Das ist doch scheiße. Na gut. Das heißt, ich muss mir jetzt so anziehen, ne? Na toll. Ich habe nur 5M. Also können wir das schon wieder vergessen. Dann müssen wir das andere weitermachen. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge bei Sherlock Holmes. Bis dann. Tschüss.